Ja, dieses Kloster, ehemalige Kloster, ist jetzt ein Museum. Gehen wir mal rein und schauen uns mal einige Sachen von innen an, von unten. Ich habe gesehen, hier war auch noch eine andere Drohne unterwegs. Also das scheint ein beliebter Drohnenflugort zu sein. Also. Ja, hallo. Ich bin hier in Mexico City. Na, nicht wirklich. Ich bin hier auf etwa 2800 Meter Höhe in einem alten Kloster, Ex-Convento del Carmen. Das war mal ein Karmeliterkloster. 1606 ist das gegründet worden und war 200 Jahre lang war das hier Kloster. Aber 100 Jahre lang stand das hier leer und war verlassen. Etwa 200 Jahre lang waren hier Nonnen oder Mönche untergebracht, bis sie das hier verließen. Es hatte ein Erdbeben gegeben, Feuer, das Wetter ist oft neblig und kalt hier oben. Dann wurde es hier zu einer Art Militärakademie umgebaut, zu einer Kaserne, aber stand dann 100 Jahre lang leer, bis es 1906 zu einem Monument, zu einem Nationalpark gemacht wurde und renoviert wurde und ist seitdem ein Museum. Das ist wirklich eine große Anlage. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute hier wirklich gewohnt haben, aber wir sehen hier mehrere Innenhöfe. Und es ist natürlich eine fantastische Kulisse für Filme, für Fotos, für Hochzeitsfotos oder für die berühmten Feste, die hier gemacht werden, wenn ein Mädchen 15 Jahre alt wird. Das ist dann fast wie eine Hochzeit, nur ohne Bräutigam. Ich sehe da hinten im Hintergrund, gibt es gerade so eine Gruppe, die fotografiert wird. Hinten wird eine andere Gruppe fotografiert. Die werde ich auch mal fragen, wie das eigentlich funktioniert und was sie hier machen. Ich werde natürlich auch die Gelegenheit nutzen, hier die Drohne fliegen zu lassen, damit wir das mal ein bisschen von oben uns anschauen können. Also genießt diese Bilder hier, es ist ganz interessant. Wie gesagt, die Leute interviewen, die hier fotografiert werden. Und wenn euch der Kanal gefällt, wenn euch dieser Clip gefällt, dann würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren könntet. Er ist ja sehr vielseitig, er heißt Golf und Tesla. Und ich habe natürlich auch sehr viel Golfplatzberichte, habe aber auch eine Playlist von Reisezielen und Drohnenaufnahmen, die vielleicht auch von Interesse sein kann für die Leute, die sich eigentlich weniger für Golf oder für Teslas interessieren. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und genießt den Clip. Wie gesagt, es gibt immer wieder Bilder und Interviews. Bleibt dran. Vielen Dank. Hola, aquí veo un equipo profesional. ¿Para qué es? Es para realizar sesiones fotográficas. Para el día de hoy tenemos una quinceañera que estamos esperando. Yo creo que no debe tardar, pero dedicamos el equipo y el tiempo para sacar un trabajo de calidad. Y aquí hay muchos eventos así como estos de bodas o algo que le piden a filmar. Sí, hay una demanda bastante alta. Vienen muchas quinceañeras aquí. Estamos hablando de que en un día entre semana, a lo mejor unas 3, 4 quinceañeras, pero si vienen en fin de semana, hay como 8 o 10 quinceañeras. Bueno, muchas gracias y suerte. Hasta luego.
Hola. Hola. ¿Aquí eso qué es? ¿Qué tipo de sesión? Es sesión para boda. Ah, es para boda. ¿Es un ensayo o son ustedes dos que se casan? Somos nosotras dos. Ah, qué bien, qué bien. Felicidades. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué piensas de ese lugar aquí? Muy bonito, apartado de la ciudad. Sí. ¿Ha venido muchas veces? 5 o 6 más o menos. Ajá. ¿Y qué le gusta aquí? Pues, primero que todo la tranquilidad, Ajá. la Bueno. vegetación. Sí. Bueno, gracias. Entonces, que disfrutes. Gracias, buen día. Mucha risa, ¿no? Mucha risa. Ja, und hier die Eltern und die Großmutter des kleinen Mädchens, die ja nur 15 Jahre alt wird. Muchas gracias. Gracias. Hola. Hola. Aquí Hola, veo hola. otro equipo muy profesional de video. Pega su video. ¿Qué están filmando ustedes? Una quinceañera, una sesión de fotos, Hay una otra quinceañera, muy bien. una más. Y con dron también. Él es el piloto de dron, Es el Mini. sí, filmmaker y best boy. Ah. Y ese equipo de 4, siempre van así de 4 al Depende film. de lo que se requiera porque somos 8 en total. En este caso, pues nada más con 4 cumplimos con nuestro objetivo. Ah, mucha suerte, gracias. Gracias. A ver esa cámara. Ahí, y las luces. Hola. Soy Valeria. Felicidades. Gracias. Dejé el encendedor. Salimos bien, ¿vale? Ja, hier im Untergrund, das war aber kein Verlies für Mönche oder Nonnen, die sich nicht gut benommen haben, sondern das war Teil des Bewässerungssystems für die Gärten
und das Kloster. Ja, immer noch auf dem Gelände des Museums. Dort hinten eine alte Kapelle. Das Gute, mitten in der Woche ist hier praktisch kein Mensch, außer den Leuten, die hier für Fotogelegenheiten hierher kommen, Hochzeiten oder halt 15 Jahre feiern. Dort hinten eine ehemalige Kapelle, schauen wir uns die auch mal an. Ja, die beiden haben sich gerade hier geküsst mit Fotograf. Und diese ehemalige Kapelle heißt jetzt Zimmer der Geheimnisse, Raum der Geheimnisse.
Ja, hier verlassen wir schon das eigentliche Klostergelände. Und zwar ist hier der Weg, der zu Einsiedeleien führt. Insgesamt gibt es hier 9 Einsiedeleien, die so im Abstand von etwa 1 Kilometer, mal mehr oder mal weniger, um dieses Kloster herum angelegt sind. Und wir gehen jetzt mal zu einer und schauen mal, was von dieser Einsiedelei übrig geblieben ist. Also hier ein altes Tor, um aus dem Klostergelände hinauszugehen. Hier am allerersten Eingang vom Klostergelände ist eine solche Einsiedelei. Aber ich vermute, dass hier war gleichzeitig zumindest das Wärterhäuschen für diesen allerersten Eingang, wenn man unten aus dem Tal sich dem Kloster näherte. Dann kam man hier durch diese Tür. Hier von oben vom Kloster her gab es sogar eine Wasserleitung, die hier hinführte. Ja, hier endet mein kleines Filmchen über das Ex-Convento del Carmen, das alte Karmeliterkloster, hier an dem Ort, der Desierto de los Leones heißt, 20 Kilometer weg der Stadt Mexiko, vom Stadtzentrum, oberhalb des Stadtteils Santa Fe, auf dem Weg in Richtung Toluca. Das Wetter ist wechselhaft. Jetzt ist mal gerade wieder Sonne, aber wie man sieht, ist es hier alles sattgrün und feucht, weil hier eben auch sehr viel Nebel und Regen fällt. Und es selbst zur Trockenzeit, wenn die Sonne knallt, es hier oben relativ kühl ist. Ein schöner Ort zum Spazierengehen, zum Wandern. Hier gibt es schöne Wege, einmal um das ganze Kloster herum. Und naja, vielleicht kommt ihr mal auch hierher. Na, jetzt zum Abschluss noch eine kleine Stärkung. Hier im Restaurant Letti, eins von mehreren Restaurants oder Essensgelegenheiten hier an diesem Kloster. In der Woche jetzt ziemlich leer, am Wochenende muss man hier Schlange stehen, um Platz zu bekommen. Also, buen provecho. Das hier sind Quesadillas mit hier einem Huitlacoche, einem Pilz, der auf Mais wächst. Das ist was Tolles. Dann hier mit Rajas, das ist eine Art Paprika, sehr gut. Und hier eine Quesadilla mit Pilzen. Also, das hier sind andere Sachen zum Essen. Ich glaube, das hier ist eine Art Tortillas. Und die werde ich mir jetzt mit Alfredo zu Gemüte führen. Also, guten Appetit. Vielleicht kommt er ja auch mal hierher. Also, tschüss.